Der Knuspermarkt, meditative Abendentspannung und ein Märchen von Alexandra Mattes. Mach es dir in deinem Bett gemütlich und nimm nochmal ein paar ganz bewusste, tiefe Atemzüge. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Wenn du willst, kannst du dich dazu auch recken und strecken und dir die Bewegungen geben, die sich gerade gut anfühlen. Dann schließe, wenn nicht schon getan, deine Augen. Komm an. Hier und jetzt. Und spüre dich, wie du dort liegst. Beobachte deinen Atem, wie er nun ganz gleichmäßig ein- und ausströmt. Wie sich dein Bauch und dein Oberkörper mit jedem Atemzug heben und senken. Stell dir vor, wie du mit jedem Ausatmen ein bisschen schwerer und entspannter in die Matratze sinkst. Ganz wohlig weich, ganz entspannt. Wenn du möchtest, dann lasse doch gleich, wenn ich es sage, deinen heutigen Tag nochmal vor deinem inneren Auge Revue passieren. Welche Bilder tauchen auf? Welche Momente? Was hat diesen Tag ausgemacht? Ab jetzt 1 Minute für deine Bilder oder deinen Film des heutigen Tages. Nun sammel mindestens 3 Dinge zusammen, für die du heute besonders dankbar bist. Egal ob klein oder groß, ein Lächeln vielleicht, ein schönes Gespräch,
ein leckeres Essen oder einfach, dass du jetzt hier liegst und mehr zur Ruhe kommen darfst. Wofür bist du heute besonders dankbar? Und nimm nochmal einen etwas tieferen Atemzug ein und lass mit dem Ausatmen die Bilder des Tages und alles, was vielleicht noch an Unruhe in dir vorhanden ist, los. Lass los. Der Tag ist vorbei und es gibt nun nichts anderes mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. Gemütlich, wohlig warm, sicher und geborgen. Es ist schön, dass du da bist. Du bist wertvoll und einzigartig. Und in den Momenten der Ruhe, den Momenten wie jetzt, können all die Dinge, die vielleicht während des Tages ein bisschen durcheinander geraten sind, wieder in die für dich genau richtige Ordnung gebracht werden. Jede Zelle in deinem Körper weiß ganz genau, was zu tun ist. Alles in dir ist auf Gesundheit und Wohlsein ausgerichtet. Und die wunderbaren Regenerations-, Heilungs- und Entwicklungsprozesse beginnen genau jetzt. Einfach so, ob du nun darüber nachdenkst oder nicht. Die Dinge dürfen sich zu deinem Wohl und zu deinem Besten entwickeln. Für inneren Frieden, Heiterkeit, Balance und viele kleine Glücksmomente. Möglicherweise spürst du schon, wie du immer müder, immer schwerer und immer schläfriger wirst. Du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Ob jetzt oder gleich während oder nach der kleinen Geschichte, die ich dir nun vorlesen werde, ist ganz egal. Während dein Körper nun immer schwerer und schwerer in die Matratze sinkt, wird dein Geist womöglich immer leichter und schwebt mit mir ins Land der schönen Märchen. Es war einmal eine kleine Stadt
in der die Häuser mit den roten Dachziegeln dicht an dicht standen, als wollten sie einander im Winter den Rücken wärmen. An einem Abend, als der Dezember gerade begonnen hatte, fielen die ersten Schneeflocken. Sie waren klein und zögerlich, als müssten sie sich erst an die Luft der Stadt gewöhnen. Doch je länger sie tanzten, desto mutiger wurden sie, bis die Dächer wie mit Puderzucker bestäubt aussahen. In einer der oberen Straßen, hinter einem schmalen Innenhof, wohnte Jonas mit seiner Mutter. Ihre Wohnung war nicht groß, aber die Fenster gingen hinaus auf die Dächer der Stadt, und wenn man sich auf die Zehenspitzen stellte, konnte man in der Ferne den Platz sehen, auf dem jedes Jahr der Weihnachtsmarkt aufgebaut wurde. Die Leute nannten ihn den Knuspermarkt, weil es dort immer nach Gebäck, Mandeln und karamellisierten Zucker roch. Jonas liebte diesen Markt, seit er denken konnte. Doch in diesem Jahr hing ein Hauch von Schwere in der Luft. Seine Mutter war müder als sonst. Sie arbeitete in der Bäckerei, die sie gerade von ihrer Großmutter übernommen hatte, stand früh auf und kam spät nach Hause. Manchmal saß sie am Küchentisch, seufzte leise und rieb sich die Schläfen. »Es ist nur gerade viel zu tun, mein Junge. Bald ist Weihnachten, da wollen alle ihre Plätzchen und Stollen haben.« In den Nächten, wenn der Wind in den Schornsteinen sang, lag Jonas manchmal wach und schaute zu den kleinen Lichtern auf den Platz hinunter. Noch waren die meisten Buden dunkel, nur die Gestelle standen da, wie leere Häuser ohne Bewohner. Die Tage vergingen, und eines Morgens verkündete der Stadtausrufer mit roter Nase und kratziger Stimme: »Heute Abend eröffnet der Knuspermarkt. Es warten Glühwein, Gebäck und Lichterglanz.« In den Bäckereien, Metzgereien und Läden der Stadt wurden die Menschen nun noch geschäftiger. Auch Jonas' Mutter kam an diesem Abend später als sonst. Die Kleidung noch etwas mehlig, die Frisur leicht zerzaust, aber ihre Augen glänzten. »Zieh deinen warmen Mantel an, Jonas«, sagte sie. »Wir gehen hinunter auf den Knuspermarkt. Ein bisschen Lichterglanz tut uns beiden gut.« Jonas' Herz machte einen Sprung. Er hatte den Schal schon um den Hals, ehe sie ihren Satz beendet hatte.
Sie gingen durch die verschneiten Gassen hinunter zum Platz. Zwischen den Häusern war der Knuspermarkt wie ein eigenes kleines Königreich aus Buden, Lichtern und Düften aufgebaut. Die Stände reichten rechts und links in langen Reihen den Platz hinunter. Und jede Bude hatte etwas anderes zu bieten. Rot glasierte Zuckeräpfel, Walnüsse in Tüten, gläserne Schneekugeln, handgestrickte Schals und Kerzen, die nach Wald- und Blumenwiesen rochen. Jonas atmete tief ein. »Riechst du das, Mama?« Und sie schloss kurz die Augen und sagte: »So riecht der Dezember.« Dann gingen sie langsam an den Buden entlang. Jonas' Mutter blieb immer wieder stehen, um Bekannte zu grüßen. Und Jonas betrachtete die vielen kleinen Dinge, die glänzten und glitzerten. Und dann sah er es. Ganz am Rande des Platzes, dort, wo die Lichter nicht ganz so hell waren, stand ein Zelt. Jonas hatte es noch nie zuvor gesehen. Es war aus dunklem Samt, ein wenig schief, als hätte der Wind es im Vorübergehen angerempelt. Über dem Eingang hing eine Laterne mit goldenem Licht, das leise flackerte. Und dort prangte auch ein Schild aus Holz. Und auf ihm stand mit geschwungenen Buchstaben geschrieben: Madame Zimt. Jonas blieb stehen. In dem Moment winkte seine Mutter einer Nachbarin, die ihren Namen gerufen hatte und schon 2 Becher dampfendem Punsch hochhielt. »Warte kurz, Jonas«, sagte sie. »Ich spreche nur rasch mit Annika. Geh du schon ein Stückchen, aber bleib in Sichtweite, ja?« »Ja, Mama«, sagte Jonas. Und als er wieder zum Samtzelt hinüberblickte, war es, als zöge es ihn magisch an. Ohne recht zu wissen wie, stand er plötzlich vor dem Eingang. Die goldene Laterne schien ihn anzulächeln. Madame Zimt, las er noch mal leise. Der Markt um ihn herum rauschte. Menschen lachten, Kinder riefen, Glöckchen klingelten. Jonas hob die Hand, schob den Samtvorhang leise beiseite und trat ein. Drinnen war es warm. Es duftete nach einer warmen Mischung aus Zimt, Nelken, Orange und einen Hauch von Pfeffer, der ihm in der Nase kitzelte. Regale voller Blechdosen standen an den Wänden, jede liebevoll beschriftet. Sternanis, Muskat, Kandis, Rosenwasser,
In der Mitte des Zeltes stand ein breiter Holztisch. Und auf diesem Tisch lag ein Backblech mit einer Reihe von Lebkuchenmännern darauf. Die Lebkuchenmänner waren unterschiedlich. Manche hatten rote Zuckerknöpfe, andere weiße Zuckerschleifen. Manche trugen kleine Hüte. Und während Jonas noch staunte, merkte er, dass sich die Lebkuchenmänner bewegten. Ganz leise, beinahe unmerklich, wackelten sie mit den Beinen, drehten die Köpfe oder legten den Arm auf die Schultern des Nachbarn. Zu hören war ein leises Flüstern. Stimmen, die durcheinander wisperten. Das Herz, wo ist es hin? Inmitten all der Lebkuchen lag einer, der sich kaum bewegte. Er war etwas feiner verziert als die anderen, trug einen kleinen altmodischen Hut aus Zuckerglasur und einen angedeuteten Gehrock. Vor dem Tisch stand eine alte Frau. Ihre Haare waren silbergrau und zu einem Knoten im Nacken gedreht. Ihre Augen waren bernsteinfarben, warm und wach. Sie trug eine Schürze, auf der Puderzucker glitzerte. »Ah«, sagte sie mit einer weichen Stimme. »Da ist er ja.« »Wer?«, fragte Jonas. »Der Junge, auf den wir gewartet haben.« Jonas blinzelte. »Ich? Ich bin bloß Jonas.« »Komm näher, Jonas«, sagte die Alte und schmunzelte. Er trat vorsichtig an den Tisch heran. Die Lebkuchenmänner flüsterten noch immer. Doch schienen sie ihn nun neugierig zu mustern. »Was ist hier los?«, fragte Jonas. »Solange sie ihre Herzen tragen, sind sie munter und warm«, antwortete die Frau. »Aber dort«, sie deutete auf den traurigen Lebkuchenmann mit dem Hut, »dort ist etwas schiefgegangen.« Der Lebkuchenmann hob mühsam den Kopf. »Verzeiht, Madame Zimt«, flüsterte er. »Aber ich glaube, ich kann mich Jonas noch vorstellen.« Er setzte sich nun ein wenig aufrechter hin, obwohl es ihn sichtlich Mühe kostete. »Mein Name ist Theobald«, sagte er mit zarter, leicht brüchiger Stimme. »Doch im Augenblick bin ich eher, nun ja, eine halbe Sache.« Jonas' Augen wurden groß. »Du kannst sprechen?« »Ja«, seufzte Theobald. »Aber mein Herz fehlt. Es ist mir beim Backen verrutscht und dann herausgefallen. Ohne Herz, verstehst du,
wird ein Lebkuchenmann wieder zu gewöhnlichem Gebäck, trocken und kalt. »Ich kann es nicht ersetzen«, sagte Madame Zimt leise. »Jedes Lebkuchenherz ist einmalig. Es muss genau für denjenigen gebacken werden, der es tragen soll, mit den richtigen Gewürzen und mit dem richtigen Gefühl.« Sie sah Jonas forschend an. Jonas spürte, wie seine Wangen warm wurden. »Ich weiß nicht, ob ich das kann«, murmelte er. »Oh, das weiß ich sehr gut«, entgegnete Madame Zimt freundlich. »Du kannst es. Du wünschst dir seit Tagen ein Wunder, aber nicht für dich allein, sondern für deine Mutter. Stimmt's?« Jonas schluckte. »Woher wissen Sie das?« »Gewürzduft trägt oft mehr durch die Luft, als man denkt.« Jonas betrachtete den kleinen Lebkuchenmann. »Gut«, sagte Jonas, »ich versuche es.« Madame Zimt ging zu einem kleinen Schreibpult, auf dem ein Buch lag, dick und abgenutzt. Sie blätterte eine Weile, bis sie eine bestimmte Seite fand. »Hier«, sagte sie, »das Rezept für ein Lebkuchenherz, wie es Theobald braucht.« Sie nahm einen alten Füllhalter und schrieb das Rezept auf einen Zettel. Und darunter schrieb sie: »Backe es mit jemandem, dessen Herz dich liebt.« Sie reichte Jonas den Zettel. »Meine Mutter«, sagte Jonas sofort. Madame Zimt nickte. Und sie verabschiedeten sich. »Ich komme wieder«, versprach Jonas. Er drehte sich um, trat wieder durch den Samtvorhang und war im nächsten Moment zurück auf dem Markt, mitten im Gewimmel. Seine Mutter stand nur wenige Buden entfernt und sah suchend umher. »Da bist du ja«, rief sie erleichtert. »Ich dachte schon, du wärst verloren gegangen.« Ich muss etwas backen. Können wir nach Hause gehen?« fragte Jonas. »Es ist wichtig.« Die Mutter lachte leise. »Nun gut, wenn es so ernst ist.« Zu Hause war die Küche noch vom Morgen in Unordnung. Jonas zog den Zettel aus seiner Tasche und las die Zutaten laut vor. Es waren Dinge, die seine Mutter gut kannte. Doch die Reihenfolge war ungewöhnlich und hier und da stand ein Hinweis wie »dreimal im Uhrzeigersinn rühren« oder »einmal tief durchatmen, bevor der Honig eingerührt wird«. »Das ist aber ein eigentümliches Rezept«, meinte die Mutter. »Es ist für ein Herz«, sagte Jonas. »Das darf ruhig ein bisschen eigentümlich sein.« Sie lachten und machten sich an die Arbeit.
Sie wogen das Mehl, Mörsten, Nelken und Zimt, bis die Küche zu duften begann. Jonas rührte, die Mutter gab nach und nach die Zutaten hinzu. Bei jedem Schritt, der auf dem Zettel stand, hielten sie sich daran, als sei es ein feierliches Versprechen. 3-mal im Uhrzeigersinn rühren, murmelte Jonas. Einmal tief durchatmen. Und woran denkst du, wenn du so tief atmest? Fragte sie. Jonas zögerte kurz. Daran, dass alles gut wird, sagte er. Vor allem für dich. Und dass es ein bisschen leichter wird. Seine Mutter nahm ihn in den Arm. Es wird alles gut, Jonas, sagte sie. Wenn irgendwo Wunder wachsen, dann sicherlich in deiner Nähe. Der Teig wurde glatt und warm unter ihren Händen. Sie rollten ihn aus und Jonas stach mit einem kleinen Ausstecher ein Herz aus. Nicht zu groß, nicht zu klein. Die Mutter glättete die Ränder, als streichle sie etwas sehr Kostbares. Sie legten das Herz auf ein Blech, schoben es in den Ofen. Und während es backte, setzten sie sich nebeneinander an den Küchentisch und sahen durch das beschlagene Fenster hinaus in die Nacht. Als das Herz fertig war, holte die Mutter es vorsichtig mit einem Holzspachtel aus dem Ofen heraus. Es leuchtete in einem warmen Braun. Jonas konnte es kaum erwarten und sagte: Können wir gleich wieder auf den Knuspermarkt? Na gut, sagte sie. Der Abend ist noch lang und der Markt schließt nicht so schnell. Zieh deinen Mantel an, wir bringen das Herz zu deinem Theobald. Der Knuspermarkt war nun noch voller als zuvor. Die Lichter brannten heller. Irgendwo spielte eine kleine Kapelle ein Weihnachtslied. Doch als Jonas und seine Mutter sich dem Rand des Platzes näherten, wurde es wieder stiller. Das Samtzelt stand noch da. Die Laterne über dem Eingang brannte unverändert golden. Was für ein seltsamer Stand, murmelte die Mutter. Ich habe ihn noch nie gesehen. Sie traten hinein. Die warme Luft umarmte sie wie zuvor. Madame Zimt stand am Tisch und blickte auf. Da bist du ja wieder, Jonas, sagte sie. Und du hast deine Mutter mitgebracht. Die Mutter blickte sich um und flüsterte: Jonas, die Lebkuchenmänner, sie bewegen sich. Die Lebkuchenmänner winkten ihr zu. Einige verbeugten sich, andere tanzten ein paar Schritte.
Herzlich willkommen, Frau Mutter von Jonas, rief einer mit einer Zuckerschleife. Die Mutter brachte kaum ein Wort heraus. Ich glaube, ich träume. Jonas trat vor den Tisch. Das Tellerchen mit dem Lebkuchenherz in den Händen. Wir haben es nach Ihrem Rezept gebacken, sagte er stolz. Theobald, der bleich und still gelegen hatte, richtete sich nun mit sichtlicher Anstrengung auf. Madame Zimt nahm das Herz behutsam und legte es mitten auf Theobalds Brust. Jetzt alle einmal ganz tief atmen, sagte sie. Lebkuchen wie Menschen. Wir brauchen Luft für das Wunder. Und alle atmeten tief ein. Ein zartes, goldenes Licht begann unter Theobalds Herz hervorzusickern, als sei darin eine kleine Kerze entzündet worden. Das Licht breitete sich über seinen ganzen Körper aus und ließ die Glasur glänzen und funkeln. Theobald sprang auf. »Hurra!« rief er. Er drehte sich und tanzte einen Walzer. »Ich danke euch aus meinem ganzen frisch gebackenen Herzen«, sagte er. Die Lebkuchenmänner jubelten. Einige warfen kleine Zuckerstreusel in die Luft. Andere klatschten mit ihren winzigen Händen. Madame Zimt sah zu Jonas Mutter hinüber. »Sie haben das Herz mit ihm gebacken«, sagte sie. »Sie haben mehr getan, als Sie ahnen.« Sie ging zu einer Schublade, zog sie auf und holte eine Glaskugel heraus. Diese war milchig und schimmerte schwach. »Darf ich Ihnen etwas zeigen?« fragte Madame Zimt. Die Mutter nickte. Madame Zimt legte ihr die Kugel in die Hände. Das Glas fühlte sich kühl an. »Schauen Sie hinein«, sagte die Alte leise. Die Mutter beugte sich über die Kugel. Zuerst sah sie nur ihr eigenes Spiegelbild. Dann wurde das Glas klarer und es erschien eine Szene. Sie selbst, wohl einige Jahre älter, in einem hellen Raum, in dem ein paar vertraute Menschen zusammensaßen und in dem gelacht wurde. In ihrem eigenen Gesicht lag eine Ruhe, die sie schon lange nicht mehr bei sich gesehen hatte. Was ist das?« flüsterte sie. »Eine Tür«, antwortete Madame Zimt. »Ob Sie hindurchgehen, entscheiden Sie. Aber wissen Sie, es wird leichter. Sie werden sehen.« Das Bild verblasste. Madame Zimt nahm die Kugel zurück
und wandte sich Jonas zu. Und du, Jonas, hast heute bewiesen, dass in dir mehr Mut steckt, als du glaubst. Für solch einen Jungen sollte es einen Stern geben. Sie griff in eine Dose im Regal, die nicht beschriftet war, und holte einen kleinen goldenen Stern hervor. In seinem Inneren leuchtete es, als schwebe ein Funke Licht darin. Dieser Stern ist dazu da, dass du dich immer erinnerst, Wunder sind möglich. Und sie legte Jonas den Stern in die Hand. Danke, flüsterte Jonas. Als Jonas und seine Mutter das Zelt verließen, war der Schnee noch dichter geworden. Die Lichter des Knuspermarkts glitzerten über den Platz und die Musik klang gedämpft, als käme sie aus einer anderen Welt. Jonas' Mutter war noch in Gedanken und lief in jemanden hinein. »Oh, Verzeihung«, rief sie. »Das war wohl mein Fehler«, antwortete eine warme Männerstimme. »Ich hatte den Kopf in den Wolken.« Jonas sah einen Mann vor ihnen stehen, in einem dunklen Mantel mit Schneeflocken im Haar. Er hatte freundliche Augen und ein Lächeln, das aussah, als wäre es ihm vor Jahren schon bekannt gewesen. Die Mutter blinzelte. »Felix«, sagte sie ungläubig. »Aber ja«, lachte der Mann. »Du bist doch Anna aus der Schule.« Und auch sie musste lachen. Er begrüßte Jonas und die Erwachsenen begannen zu reden. Erst erstaunt, dann immer vertrauter. Sie erzählten einander kurz, was aus ihnen geworden war, und lachten über gemeinsame Erinnerungen. »Ich wohne jetzt wieder hier«, sagte Felix. »Ich habe eine kleine Werkstatt übernommen, gar nicht weit von hier. Vielleicht könnten wir mal einen Kaffee zusammen trinken. Ich habe noch so viele Fragen an dich.« Sie hielt einen Moment inne. Jonas sah, wie es in ihr arbeitete. Er drückte ihre Hand. »Ja«, sagte sie dann leise. Sie verabredeten sich für die nächsten Tage. Und die Mutter sah ihm nach. »Es ist alles so schön heute«, sagte sie. »Komm, wir sehen uns noch die Lichter an. Und vielleicht teilen wir uns einen Beutel gebrannte Mandeln. Ja?« »Ja«, sagte Jonas. Jonas steckte die Hand in seine Manteltasche und er ertastete den Stern dort, schloss die Finger darum und fühlte, wie ein leiser Friede in ihm aufzog. »Mein erster Wunsch hat sich schon erfüllt«, dachte er. »Und vielleicht kommt noch viel mehr.«
Eine Schneeflocke landete genau auf Jonas Nase. Er lachte, schüttelte sie ab und sie gingen weiter, Hand in Hand, mitten durch den Lichterglanz des Knuspermarkts, der noch lange in ihren Herzen nachduften sollte, nach Zimt, Nelken und einem Hauch von Wunder. Und das war das Märchen vom Knuspermarkt. Von Jonas und seiner Mutter, den Lebkuchenmännern, Madame Zimt, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen tiefen und erholsamen Schlaf und wundervolle Träume.